captain and ambassador have it handled. Ja, I've got my own mission. bestimmt besser als ich auf jeden Fall. Ich habe sie gewarnt. Ich bin nun mal kein Diplomat. Jetzt haben sie den Salat. Aber rustikal, aber sympathisch hier, muss ich sagen. Das hat echt so ein bisschen Klingonen-Style, ne? Kann man machen. Appreciate, was? Okay. Ja, Kurin, ich mach wie sie auch. Soothing. Ich appreciate das Water. Njam, njam, njam. So, ich spreche mit dir. Und wenn es nicht läuft, dann schubse ich dich da runter. Oder auch nicht. Oha. Eine Wolkenfestung. Ah. Such rough terrain. No wonder the Hotari are so tough. Hat er nicht gehört, ne? Das war Appreciaten der Hutari gerade. Hat er nicht mitbekommen. Schade. Ich habe das Gefühl, es läuft darauf hinaus, dass in der Story gesagt wird irgendwann, dass die Hutari vor langer, langer Zeit selbst irgendwie weiterentwickelt waren. Und dann... Oh, Mensch, Iron. Ja, ist ja gut. Und dann das ganze Bild doch sich umkehrt, dass die anderen, die Elysians, gar nicht so krass weit oben sind, sondern... Naja, egal. Wäre ein bisschen langweilig, weil das gab es so in der Art schon mal in Star Trek, aber ich bin mal gespannt. Ich habe so das Gefühl. Und jetzt, Hände hoch wurde gesagt. Dann Hände hoch. Zack. Ich wundere mich, dass noch keine gemacht hat bisher, aber bitteschön. Dann kriegen wir alles noch nachträglich reingebuttert hier. Zack. Ja. Und dry. Ja, mein Rücken, der ist wieder besser im Schuss, merke ich gerade. Dafür mein Handgelenk wieder nicht. Ich habe ja erzählt, ich habe ja Schulter, generell, Nacken habe ich ein bisschen was und auch Handgelenk, und bin auch beim Arzt deswegen. Nächste Woche geht wieder mit Physiotherapie wieder weiter. Aber Handgelenk, das war jetzt einigermaßen okay. Jetzt seit ein paar Tagen tut es wieder weh, wenn ich generell Dinge so anhebe. Habe ich gerade auch wieder gemerkt, so ein Scheiß. Egal. Soll euch nicht stören. Wir machen weiter. Speak with Citron. Commander. Ja. I'm glad Ich werde nicht alt, lass mich. Hotari. I knew the Federation would see through the Elydians' baseless claims and protect the interests of my people. Ich habe zu wenig Informationen, um das erste zu sagen. Ich mach mal das erstmal. To be clear, I'm not on either side of this conflict. Our only interest is peace. I will keep that in mind. I assume you were there the day the mines were seized from the Elydians. Not seized. Reclaimed. And restored to their rightful owners. Yes, we had to be decisive. Soundprobleme. Before the Elydians could even realize their worst nightmares upon them. Ich wollte eigentlich erst 1 nehmen, aber wenn ich sage, hattet ihr Hilfe, glaube ich, wird er das als abwertend interpretieren, weil ich denen das nicht zutraue. Und dass es ein stolzes, offenbar den Muskeln nach kriegerisches Volk, da riskiere ich das lieber nicht und will sie ein bisschen feinfühlig ranführen. So. Habe ich ja auch. Die Sehnen brauchen länger, um Böse zu vertragen. Nee, hat mit Sehne nichts zu tun. Also der Arzt selbst hat bei mir nicht rausgefunden, was das Problem ist tatsächlich. Der konnte das nicht diagnostizieren. Leider noch nicht. Aber es war noch kein MRT gemacht worden. Erst, naja. Die hat generell den Verdacht, dass es eher von hier oben kommt als von hier, was ich persönlich gar nicht glaube. Deswegen hat sie auch nicht so das Handgelenk untersucht, aber per se ist sie ohne Idee gewesen dazu. Was ich doof finde, dann kein MRT zu machen bisher, aber naja, was soll's. Hotari miners Falsche armed Geschichte jetzt during hier. the revolt? I'm just trying to understand how it happened. If by that you mean armed with centuries of abuse and exploitation at the hands of the Elydians, then yes. Which doesn't really answer my question. We had them vastly overwhelmed from the start. They respect one thing above all else, and that is force. The greater the force, the more certain the outcome. Any talk of making peace is just that, and worth little without the strength to secure it. Which makes me wonder about your ship, the Resolute. Undoubtedly the Federation's finest warship. Yes?
Ready to contend with Warship? anything Nein. the Illyrians might have in store. Feines auch nicht. Kommt er darauf? Or is that not true? Maybe I've misjudged it. Ja, hast du. Was soll ich das sagen? Ich weiß es nicht. Ich mach It mal. wasn't designed as a warship. Richtig. More for scientific research and exploration. But the Federation must have ships designed for war. Ja, die Technically, Feindklasse. they're Starfleet ships representing the Federation. But yes, I see. Sidron. A pleasure meeting you, Commander. I'm sure we'll cross paths again. Bestimmt. Tja, Kurin. Dranbleiben. Du machst das schon. Warte, ich kam von da, ja. Ihr da. Tylas. Commander Rydek, Ja, I'm encouraged to see the Federation supporting my people. habe ich so nicht I'm scared gesagt. of what might happen without your help. Die zwei nämlich. Ich abweisen von mir if auf Spock anyone lenken. deserves thanks, it's Ambassador Spock. Danke, Kurin. No one is Thank you. more invested in negotiating a peaceful settlement to this conflict than he is. I'm so glad. We need his help before the situation escalates further than it already has. It's been very trying. I saw you speaking with Sidron, our national hero. I'm curious, what did he say? He seems to be of the opinion that negotiating for peace is a waste of time. Because force is the only blunt instrument he understands. He's a miner, not a diplomat. Also offenbar gibt es auch andere Meinungen in deren Volk. Das finde ich schon mal gut. Dann kann ich arbeiten. We see ourselves as strong instead of downtrodden. New voices have risen up. Old voices shouted down. Galvin and Sidron have become national heroes. Now they have the Queen's ear. Better or worse, depending on your perspective. I get the sense you don't exactly trust them. I don't trust their instincts, which are leading us to war. My fear has been that the Illyrians will launch an attack and crush us. You've seen their starship, no doubt. They could have retaken the mines whenever they wanted to, but it never happened. Tja. And as strange as this may sound, I'd almost say they're afraid. I just don't know what they're afraid of. It's still the same bluster and bravado you would expect from them. But it has no teeth. Federation schon mal nicht, das ist klar. Storm wahrscheinlich auch nicht. Wobei der auch außergewöhnlich ist. Was ist denn Galvin jetzt? War das ein Typ? War das... Nur die Einzige, weil ich gerade nicht weiß, was es ist und deswegen auch total dumme Antwort eigentlich von mir, aber ich mach's trotzdem. Because of what happened in the mines. Is it Galvin they're afraid of? It's entirely possible, but I don't know for sure. Whatever Galvin is doing in those mines is Ja, turning everything war ein upside Typ. down. But no one Namen. knows exactly what's Nicht einen Namen. happening. Since the day of the revolt, Galvin has seized control of the mines and restricted all access. No one's allowed without his personal authorization. And they've taken over a section of the palace with just as much secrecy and security. I'm told it could be something they brought back from the mines. I've made inquiries, but everyone pretends it doesn't exist. I strongly suspect they're hiding something. Zwei. Why would they do that? I don't know. But that's what concerns me. Whatever they're hiding, it can't be good. Massenvernichtungswaffe. How can we know? Ganz klar, was sonst? I'd better see what's happening. Do you think you can find out what they're hiding? I need to see proof of something before I can make my case to the Federation. I can try, but even if I found it, I might not know what to make of it. Take this. You can use it to capture whatever you find, and then send it to me. Ist eigentlich nicht in Ordnung, was sie macht? Thank you. I will let you know what I find. And I look forward to our meeting again. Man sollte doch mal einführen in die Bedienungsweise des Recorders. Sorry, I couldn't help but notice you were...
ganz kurz, Verzeihung, ich muss mal eben, vielleicht aber ein bisschen Pause habe ich offenbar nicht. Das nächste Gespräch startet direkt, deswegen will ich es beim Anfang machen als mittendrin. Also, wenn die Angst davor haben, was in der Mine ist, was da gefunden wurde, dann kann das ja bloß was Waffenartiges sein. Dann ist die Frage, ob meine Theorie stimmt, dass das vielleicht eine alte, verborgene Waffe, der Rest der Technologie der, keine Ahnung, uralten Zivilisationen von Hotari ist, die überlegen war und vor denen die Angst haben und denen die wissen. Weshalb die von vornherein erst die Hotari quasi angegriffen, ja, was heißt, die unterdrückt haben, damit sie das von vornherein unterbinden können, dass sie wieder von denen fertig gemacht werden. Oder aber die selbst haben die Mine vielleicht heimlich genutzt, um da was ganz anderes zu konstruieren. Und vielleicht auch gegen irgendwas anderes vorzugehen, Waffen zu bauen, geheime und keine Ahnung was. Und deswegen greifen die nicht an, dass sie ja irgendwie Experimente gemacht haben, was auch immer. Eine von diesen beiden Szenarien halte ich für recht wahrscheinlich. Speaking with the Hotari this whole time. I figured in the interest of fairness, I should offer another perspective. Wollte ich sowieso. I'm probably not telling you anything you don't already know, but these negotiations rely on the Federation's neutrality, as does any hope you might have for a supply of dilithium in the future. So, why you would choose to side with the Hotari escapes me. Ja, weil wir haben auch andere, die uns Lithium liefern. There is no dilithium trade. Clearly, you weren't aware. Zwei. We are and will remain completely neutral. Our only interest is the peaceful resolution to this conflict. As is ours. Of course, the question is, at what price? Major Solid Arminta, Special Attaché, Lydian Armed Forces. Pleasure to meet you, Commander. I have my issues with the Hotari, but I have to give them some credit. They know how to seize an opportunity. Inciting an uprising the same day as a massive, once-in-a-lifetime ion storm. Our assumption was that this storm was just an anomaly. Yes, a very convenient anomaly. At least that was what we were told. Of course, I wasn't there. Meine Option war ja auch zu wählen, der gestorben wäre. Ob der vielleicht das Ergebnis der Waffe sein könnte? Oder der Forschung, was auch immer? 3. Something tells me there's more to the story. So what really happened? Well, the official story is that it was the storm that enabled the revolt. How else do a bunch of unarmed, unorganized miners seize control of an entire moon, much less thousands of mine? But I've talked to people who were there. They tell a different story. They say they're lucky to have escaped with their lives. That it was more than just the storm. That somehow the miners were able to harness the energy from the storm. I know it sounds crazy. I'm not even sure I believe it myself. But that's what Das ist primitiv und nicht primitiv. Nummer 3 nehme ich. You said the Hotari were primitive. Well, they are. Except for the part about weaponizing ion storms. Tja. If you'll excuse me, Commander Rydek. Tja. Report your findings. Also, so viel habe ich auch nicht rausgefunden, aber kann ich gerne machen. Ah, guck mal, hier haben auch Frauen dabei. Bis eben keine gesehen, deswegen war ich verwundert, ob da welche dabei sind, aber doch, scheinbar schon. Okay. Ja dann, Captain. I'm coming to report. Ich wäre sehr angetan, wenn am Ende der Story was ganz anderes bei rauskommt, als die Sachen, die ich gerade vermute. Aber mal schauen, mal schauen. Well, that was a disaster. What happened? The Hotari refused to concede anything, so the Illydians stormed out. War ja klar. The Hotari did not invite us here as peacekeepers. I hope your efforts were more fruitful than ours. Wer weiß das schon so genau. Aber ich habe zumindest was in Gang gesetzt. Das Gute weiß ich noch nicht genau. Gravitational harmonics failing to resolve.
Warp bubble stability degrading. Increase output to maximum. Achso. Ich habe keine Wahl, ich muss das sagen. Increasing warp output to maximum. It's happening again. It is evident that presently the Resolute cannot achieve warp propulsion. Since our diagnostics rule out any problems with our warp systems or anything about the ship, the problem appears to be the fabric of space itself. Space itself? You're saying something about this region of space prevents warp travel? Na, der Sturm. Prevents it or can't sustain it. However improbable, Muss ja Zusammenhang geben that appears to zwischen be the dem hier case. und dem anderen. We need to know more. The storm didn't stop us from leaving space dock and traveling here. But could it still be causing this interference with warp travel? We must follow sound investigatory principles. Do not let an assumed conclusion drive your analysis. Sometimes we need a little inspired thinking, Mr. Chovak. Captain Solano is on his way back from the negotiations, and I want to have some answers for him when he gets here. Indeed. Given the facts at hand, we may be able to deploy subspace probes around the ship to construct a clearer picture of the phenomenon. Kurz Pause machen, weil ich habe es gelesen. Sonst kommt was ja in den falschen Kontext. Ian sagt, ich bin begeistert, wie klasse die Dialoge in diesem Diplomatieabschnitt waren. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also ich muss sagen, generell von den Dialogen her, dem Drehbuch hier ist das sehr schön geschrieben bisher. Kann ich nicht meckern. Okay, die Romanze ist ein bisschen plump bis jetzt, aber ansonsten, ja, kann man machen. Das läuft. Around the ship. I'll prep a shuttle. Scientific Method. Ah, jetzt hätte ich Pause machen können. Mist. Nächstes Kapitel. Hier ist aber keine Runabouts. Hier ist aber so ein normales Space Shuttle. Das ist doch langweilig. Kann doch nicht. I'm setting up a waypoint at a distance roughly corresponding to the edge of our warp field. When we get there, I'll deploy the first probe. Shuttle Piloting. Juhu, ich kann Shuttle fliegen. Na, endlich. Fly the Shuttle to your objective to complete a mission. Ja, soweit ist klar. Also, das klingt immer so, diese ganzen Einführungen, als wenn man das noch ganz oft machen muss. Aber ich habe aktuell den Eindruck, dass man das bloß situativ macht. Also, dass man einmal scannt, einmal fliegt, einmal mit dem Phaser umgeht. Wir werden sehen. Use W to fly forward, use D to fly backward. Wow, wie innovativ. Use Mouse to turn, use Q to ascend and E to descend. The storm will push your shuttle around, stay focused and maintain your course. I try. Was ist das hier? Egal. So. Wow. Los geht's. Wow. Fühlt sich ein bisschen wischiwaschi an, aber kriegen wir hin. Ascent war Q? Q? Ne, hä? Ich drück gerade Q und E, es passiert gar nichts. Commander Westbrook, the Resolute systems are calibrated to receive the probe's readings. We are standing by to reproduce the warp field collapse after the first probe is deployed. Ich kann weder Descent noch Ascent. Das ist ja... Ah, jetzt, okay. And Mr. Diaz, do take care. Ja, ganz bisschen Radius habe ich da. Okay, ganz minimal bloß. Ich versuch's, Mr. Spock 2. Chovak probably isn't such a fun guy to work for, huh? He doesn't like me. Not so bad. Wow. Wow. Nebenbei noch das Drücken und Lesen ist ja schwierig. You know, once you get used to it. Runter. And, I've learned a lot working under him. Ah, sehr gut. I have a Zu feeling I'm dicht. going to have to work harder to be a political animal like you. Ja. This new first officer coming aboard.